Ja, Taurus für die Ukraine. Unter Merz nun doch nur ein Plan unter Vorbehalt. Eine Aussage, die aufhorchen lässt und sicherlich nicht das ist, was Kiew vom womöglich nächsten Bundeskanzler hören möchte. Friedrich Merz' Besuch in der Ukraine wurde von unserem Reporter Paul Ronsheimer begleitet, der auch die Möglichkeit für ein ausführliches Gespräch mit dem CDU-Chef hatte. Zelensky, der Präsident, hat am Wochenende Donald Trump getroffen, mit Emmanuel Macron zusammen. Olaf Scholz war nicht dabei. Was hat Zelensky Ihnen über das Treffen dort in Frankreich berichtet? Ich will die Vertraulichkeit dieses Gespräches jetzt nicht überstrapazieren, aber klar ist, dass Trump vorhat, den direkten Kontakt mit Russland zu suchen. Klar ist aber auch geworden, dass er versucht, die Ukraine mit einzubeziehen und Frankreich mit einzubeziehen in seine Überlegungen. Mein Eindruck ist, dass er noch nicht ganz entschlossen ist, etwas zu tun und dieses Etwas auch noch nicht klar ist. Was ich ehrlich gesagt bedauere, ist, dass dieses Treffen am Wochenende in Paris ohne deutsche Beteiligung, ohne polnische Beteiligung und ohne britische Beteiligung stattgefunden hat. Hat der Zelensky Ihnen was dazu gesagt? Naja, er war eingeladen, als Gast teilzunehmen und er hat in diesem Zusammenhang dann auch sehr dankbar nochmal meinen Vorschlag aufgegriffen, den ich ja schon vor einiger Zeit gemacht habe, dass wir jetzt eine europäische Kontaktgruppe bilden müssen, um uns zunächst einmal Klarheit darüber zu verschaffen, was geschieht eigentlich in Amerika. Das müssen wir gemeinsam bewerten, daraus müssen wir gemeinsam Schlussfolgerungen ziehen und das dann mit der Ukraine auch abstimmen. Aber das geschieht eben im Augenblick nicht und das ist etwas, was mich beschwert. Ich glaube, wir bleiben da unter unseren Möglichkeiten. Europa muss sich einig sein. Donald Trump hat ja klar gesagt danach, was er will. Sofortigen Waffenstillstand und auch Zelensky spricht immer wieder von Verhandlungen und sogar möglichen Gebietsabtretungen. Wie viele Chancen hat das, was Trump vorhat? Naja, dazu gehören ja zwei, mindestens zwei. Und die Ukraine sollte nicht übergangen werden. Es darf hier keinen Diktatfrieden über die Köpfe der Ukraine hinweg geben. Die Ukraine muss Teil dieses Prozesses sein. Es geht um ihr Land, es geht um ihr Territorium, es geht um ihre Integrität. Insofern ist das jetzt eine sehr schwierige Phase. Ich habe kein Gefühl dafür, was im Januar und im Februar nächsten Jahres passieren könnte. Trump scheint entschlossen zu sein, etwas zu tun. Aber was genau er tun will, mit welchen Mitteln er es tun will, möglicherweise auch mit der Androhung einer massiven militärischen Aufrüstung der Ukraine, wenn Russland diesen Krieg nicht aufhört, das ist völlig offen. Wenn wir über diese Frage sprechen, was jetzt passieren könnte, ist ja auch eine Möglichkeit, beziehungsweise so sieht es momentan aus. Putin will gar keine Gespräche. Also er sagt ja immer wieder, unsere militärischen Aktivitäten laufen so, wie wir das vorhaben. Ich war gerade an der Front vor 2 Wochen, Riesenprobleme auf der ukrainischen Seite. Was passiert eigentlich, wenn Putin sagt, mir egal, was ihr mit Verhandlungen wollt, ich will das, was ich von Anfang an wollte, Ende der Ukraine? Also diese Antwort gibt Putin ja schon seit geraumer Zeit selbst. Es hat ja mindestens eine, vielleicht sogar 2 Initiativen gegeben, von einer wissen wir es. Das war der Besuch von Viktor Orban im Juli in Moskau. Eine selbst so bezeichnete Friedensmission, wo er versucht hat, aus der Position des europäischen Ratspräsidenten heraus, ohne Mandat, Gespräche mit Putin zu führen. Die Antwort war ein Bombardement eines Kinderkrankenhauses hier in Kiew 3 Tage später. Das härteste Bombardement, was es jemals gegen ein Kinderkrankenhaus gegeben hat. Dann hat es vor einigen Wochen ein Telefonat gegeben von Olaf Scholz mit Putin. Das Ergebnis kennen wir nicht, aber offensichtlich auch darum bemüht, eine diplomatische Lösung zu finden, was ja im Prinzip auch richtig ist. Die Antwort von Putin war 3 Tage später die härtesten Bombardements der gesamten Ukraine, die es bis dahin gegeben hat. Also Putin antwortet zurzeit auf diplomatische Bemühungen immer mit einer Verschärfung des Krieges. Was können wir denn tatsächlich tun, Deutschland, Europa, die NATO-Länder, um die Lage an der Front zu verändern? Denn es gab 23 eine große Zahl an Waffenlieferungen. Dann gab es die Gegenoffensive, die ist gescheitert. Und wenn ich jetzt an der Front dort unterwegs bin, dann sagen mir viele Soldaten, es liegt nicht nur an Waffen, sondern es liegt auch an fehlenden Soldaten. Also ist es überhaupt in unserer Hand und was kann die Lage dort verändern? Aus meiner Sicht dauert dieser Krieg jetzt schon viel zu lange. Und wir haben möglicherweise zu spät und zu wenig getan. Wenn wir es heute beantworten, am 9. Dezember 2024, nach vorne schauend,
dann bleibt die Antwort richtig. Putin wird diesen Krieg erst beenden, wenn er entweder das gesamte Territorium der Ukraine besetzt hat oder wenn er die Aussichtslosigkeit eines weiteren militärischen Vorgehens erkennt. Der letzte Satz stammt nicht von mir, sondern der stammt von vielen Beobachtern, Historikern. Ich nenne immer nur einen, stellvertretend für viele andere, Herfried Münkler, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, ein Kriegstreiber zu sein. Der immer sagt, Kriege werden beendet, entweder wenn sie gewonnen werden oder wenn die Aussichtslosigkeit eines weiteren militärischen Vorgehens erkannt werden muss. So, und an beiden Stellen sind wir noch nicht. Ist Putin noch nicht. Aber gibt es etwas, was wir tun können, was der Westen tun kann, wo Putin sagen würde, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir reden viel über Taurus-Marschflugkörper. Gibt es Waffen, wo Sie sagen würden, wenn wir die liefern, dann könnte sich entscheidend etwas verändern an der Front und vor allem für Putin? Wahrscheinlich gibt es diese Waffe oder diese Wunderwaffe nicht. Es wird wahrscheinlich keine Waffe geben, die diesen Gamechanger jetzt sozusagen ausmacht. Aber was es natürlich strategisch geben könnte, wäre eine Übereinkunft, auch mit den Europäern, mit den Amerikanern zusammen, dass die ukrainische Armee in die Lage versetzt wird, militärische Ziele kurz hinter der ukrainisch-russischen Grenze zu bekämpfen, von denen aus die zivilen Ziele in der Ukraine angegriffen werden. Das erlauben wir. In Teilen wird das erlaubt. Amerika ist jetzt seit einigen Wochen auch umgeschwenkt. Scholz hat immer gesagt, er macht dasselbe wie die Amerikaner, wie Joe Biden. Seit einiger Zeit macht er es nicht mehr. Wir sind jetzt die Einzigen, die auch den ukrainischen Soldaten mit den Waffen, die wir geliefert haben, diese Reichweitenbegrenzung immer noch auferlegen. Das müsste eine gemeinsam europäisch-amerikanische transatlantische Antwort sein. Dann auch mit Taurus? Die Frage ist dann, passt dieses System dann in dieses Konzept hinein? Dazu braucht es lange Vorbereitungszeiten. Die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine, die das System bedienen, lernen müssten, brauchen dafür mindestens 4 Monate. Ich würde zumindest das Angebot machen, dass jetzt Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden. Also das würden Sie tun? Wenn Sie ja, aber klar muss immer sein, Deutschland darf nicht Kriegspartei werden. Da bin ich mit dem Bundeskanzler auch einig. Deutschland darf nicht den Status eines Kombattanten bekommen, einer Kriegsbeteiligung. Der Bundeskanzler argumentiert ja so, dass genau diese Reichweitenbegrenzung, die Aufhebung dieser Reichweitenbegrenzung dazu führt oder dazu führen könnte, dass Russland das als direkten Angriff Deutschlands mitbewerten wird. Aber schauen Sie, die Amerikaner machen das, die Briten machen das, die Franzosen machen das. Die haben diese Reichweitenbegrenzungen aufgehoben. Mit amerikanischen Waffen, mit französischen Waffen, mit britischen Waffen werden militärische Ziele kurz hinter der Grenze auf russischem Staatsgebiet bekämpft. Mit begrenzten Möglichkeiten, weil einfach nicht genug da ist. Also wenn diese Annahme richtig ist, dann hätte es schon längst eine entsprechende Antwort aus Russland gegeben. Sie hat es nicht gegeben und sie würde es auch nicht geben, wenn wir diese Frage anders beantworten würden. Wenn Sie Kanzler werden sollten, was ist Ihr erster Satz, den Sie Wladimir Putin sagen würden, am Telefon oder im persönlichen Gespräch? Ich werde ihm sagen, das, was ich hier sage, ist nicht allein meine persönliche Meinung, sondern es ist eine abgestimmte Meinung der wesentlichen europäischen Partner, insbesondere der Polen, der Franzosen und der Briten. Und er soll bitte nicht damit rechnen, dass er uns auseinanderdividiert. Alles, was ich dann tun werde, ist vorher europäisch abgestimmt. Und ein Satz an ihn? Unterschätzen Sie unsere Bereitschaft, unsere Freiheit zu verteidigen, nicht.